bei Mad Max. Ein kleiner Scherz. Wir sind in Cuba Pedy. Ja. Und das nach einer sehr, sehr langen Fahrt durch die Nullarbor-Ebene. So waren wir jetzt ein paar Tage unterwegs, haben Westaustralien verlassen, sind jetzt in Südaustralien. Genau. Und mussten aber von Südaustralien unten im Süden, ganz im Süden, ein bisschen höher in den Norden fahren. Und das waren jetzt bis nach Cuba Pedy, sind das jetzt 500 Kilometer gewesen. Ja, und das merkt man direkt auch, es ist hier wieder sehr heiß. Ja. 45 Grad sollen es heute werden oder 46 sogar. Aber Cuba Pedy ist eine Stadt, die zum Teil im Untergrund liegt, was ganz cool ist bei der Hitze. Und es gibt viel zu sehen, viele Orte unter der Erde zu entdecken. Ja. Unter anderem ein Opalmuseum, denn hier wird sehr viel Opal abgebaut, eine Kirche. Ja, und noch ein paar Sachen mehr und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ne? Ja, genau. Wo wollen wir zuerst hin? Das, was offen hat schon. Wir sind nämlich extra früh unterwegs, weil es so heiß wird und da hat noch nicht alles offen. Wir sind jetzt in der Old Timers Mine und das ist ein Museum in einer alten Mine, die es seit 1916 gibt. Ja. Und wir machen so eine Self-Guided-Tour, also erkunden das auf eigene Faust. Müssen Helme tragen, denn es geht jetzt schon hier in den Untergrund. Ja, man sieht uns vielleicht schon gar nicht mehr, aber nicht so schlimm. Mal schauen, was hier so zu entdecken gibt. Ach so, und übrigens, wir sind in einer Opalmine, also dem Edelstein. Der wurde hier gefunden, der erste große. Und ja, jetzt ist es ein Museum. Solche Adern haben sie gesucht und dann haben sie alles rausgeholt, was geht. Da ist so eine Ader. Ja, sehr cool, die Oldtimers Mine, zu sehen, wie hier der Opal abgebaut wurde. Und das passt ja ganz gut. Was in Kalgoorlie das Gold war, ist hier in Cuba Pedy der Opal. Ja. Und ja, auf dem Weg hierher haben wir leider sehr, sehr, sehr viele Kängurus am Straßenrand liegen sehen. Tote Kängurus. Tote, ja, die überfahren wurden. Und das hat mich schon die ganze Zeit schockiert. Und als wir jetzt hier ankamen, haben wir entdeckt, dass es hier eine Auffangstation für Waisen gibt. Zum Beispiel, wenn die Mütter halt angefahren wurden und nicht überleben und die Kleinen aber oder die Großen gegessen wurden. Und die Ja, haben weil so die kleine... Aborigines, die jagen immer noch ganz gerne Kängurus zum Essen. Ja, und da haben wir so eine Auffangstation gefunden und die haben um 12 Fütterungen und da wollen wir jetzt mal hingehen. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen und unterstützen das Ganze natürlich auch. Ja. Ja, den ihr da gesehen habt, das war der kleine Floyd. Und der ist richtig süß, oder? So richtig schön. Ich finde das ganz, ganz toll, dass sie das machen. Und die haben auch noch größere Kängurus, aber wenn es so heiß ist wie jetzt, da haben die kein Interesse, irgendwas zu machen, sondern schlafen. Ja, auf jeden Fall eine coole Sache, dass es das gibt. Ja. Und jetzt zurück zu der Minengeschichte von Cuba Pedy.
Also die ganzen Minenarbeiter, die haben sich natürlich auch ihre Unterkünfte in den Untergrund gebaut, bei der Hitze, verständlich. Und sogar ihre Kirchen. Und viele der Minenarbeiter, die kamen aus Europa, viele aus Deutschland, aus Kroatien und aus Serbien auch. Und eine der berühmtesten Kirchen hier ist die serbische Kirche und die ist im Untergrund. Und da gehen wir jetzt rein. Ja. Das war eine ganz spezielle Kirche, aber trotzdem sehr cool und interessant. Ja, und wie die früher hier gelebt haben, haben wir ja schon gesehen in dem Museum. Und jetzt wollen wir uns noch mal angucken, wie die eher in moderneren Zeiten gelebt haben. Oder besser gesagt, speziell eine Person, nämlich Crocodile Harry. Das ist hier so eine Bekanntheit. Das ist nämlich ein Lette, also aus Lettland. Und der kam hier nach Australien und war Krokodiljäger. Mhm. Und hat sich dann irgendwann hier nach Coober Pedy zurückgezogen und hatte hier eine Bude. Und Soll ja, einen ganz besonderen Lebensstil geführt Ja. haben, mit viel Frauen und Kunst. genau. Und seine Bude schauen wir uns jetzt nochmal an. Und, wie fandest du es? Ja, war sicher mal eine ganz lebendige Bude. Aber für mich wäre es nichts, ganz schön viel Krempel. Ja, das stimmt. Ja, und auch so im Untergrund leben. Weiß ich nicht. Da ist es mir lieber, wenn es nicht ganz so warm draußen ist, dass man auch normal leben kann. Ja. Die Hitze ist echt unerträglich. Bei dem Haus vom Crocodile Harry konntet ihr jetzt auch sehen, wie die Wohnungen in die Berge reingemeißelt wurden oder hineingegraben wurden. Ja, und das sieht man hier noch in ganz Coober Pedy. Also überall sind diese Wohnungen noch und die Leute leben auch heutzutage noch so in den Felsen drin. Ja, und in dem Haus von Crocodile Harry wurden auch Teile des Films Mad Max jenseits der Donnerkuppel gedreht aus den 80ern. Oh, jetzt ein bisschen ruckelige Straße hier. Und wo wir jetzt hinfahren, da wurden auch andere Teile des Films gedreht. Nämlich die Umgebung hier von Coober Pedy und speziell die Breakaways. Ja. Das ist so eine Wüste, die den Aborigines gehört. Also ein sehr spiritueller Ort. Und da können wir Gott sei Dank mit dem Auto hinfahren. Also ist kein Wanderweg, sondern wir fahren da einfach durch. Und müssen nicht mehr hier in den 45 Grad draußen stehen. Also Sondern haben wir jetzt Klimaanlage. die Punkte draußen haben wir jetzt geschafft, Gott sei Dank. Ja, und jetzt schauen wir uns mal die Mondlandschaft der Breakaways an. Ja.
große Scheiße gebaut. Ich bin zu weit am Rand gefahren und dann hat's die ganzen spitzen Steine in den Reifen anscheinend reingepiekst. Und jetzt haben wir einen Platten. In 45 Grad. Mitten irgendwo im Nirgendwo. Und Finn freut sich gerade extrem. Fucking Wüste. 45 Grad. Wir sind kurz vorm Sterben. Aber wir haben es geschafft, den Reifen zu wechseln. Oh mein Gott. Jetzt sind wir mehr als fertig. Ein ganz schön turbulenter Tag. Ja, mit einem Albtraum von Ende. Also einen Reifen zu wechseln in der Wüste bei den Temperaturen, das ist eine absolute Tortur. 45 Grad bei praller Sonne und dann ist der Reifen noch maschinell festgemacht worden, dass man ihn nicht mehr losbekommt. Nee, also das Radkreuz, das hat sich schon gebogen. Ja. So fest war der. Also das war echt anstrengend und da ist mir auch kurzzeitig echt schwarz vor Augen geworden. Es war so heftig. Ja, Emily hat mir dann immer Gott sei Dank ein bisschen Wasser über den Kopf geschüttet, sonst hätte ich das nicht geschafft, glaube ich. Ja. Also und Schatten gespendet. richtig gut, ja. Aber ansonsten ist Copa Pedy wirklich interessant. Also ich fand voll interessant, wie die Leute in den Bergen quasi leben. Und ich wusste halt zum Beispiel auch nicht, dass der Edelstein Opal hier abgebaut wird, was ich jetzt sehr überraschend fand und auch sehr interessant. Ja, also es Das gibt ist eine echt Menge cool. zu sehen. Auch durchaus genug für 2 Tage, aber wir haben Wie wir jetzt erst geplant haben. genau, wir haben jetzt das alles an einem Tag durchgezogen, weil wir gar keine Lust haben, hier nochmal eine Nacht zu schlafen. Denn es kühlt auch nachts nicht wirklich runter. Es war letzte Nacht von 37 Grad. Ja, es wird halt erst immer am Ende, also so morgens. Ja, erst morgens, erst ein bisschen kühler und das dann nur 2 Stunden und dann wird es schon wieder heiß. Ja, und das ist im Auto echt nicht schön. Also Nee. wir haben auch nicht viel geschlafen. Deswegen fahren wir jetzt noch, solange die Sonne noch scheint, so weit Richtung Süden wie möglich. Ja. Da wird es dann wieder ein bisschen kühler, denn auf so eine Nacht haben wir nicht nochmal Lust. Nee, und 45 Grad ist uns einfach zu heiß. Das brauchen wir auch nicht über den Tag. Das ist gut, dass so vieles drin war, aber nee, wir mögen die Wärme, aber nicht so heiß. Nee, man sollte eher im Winter oder im Frühling hierher kommen, also der Sommer. Das ist schon ein bisschen zu krass. Ja, jetzt war auch keine Season, also nicht so viel Besuch. Und ja, wir gehen jetzt wieder gen Süden, da ist ein bisschen mehr Wind, dann geht es uns besser. Und wir können wieder schlafen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Wo das auch immer sein wird. Wissen wir noch nicht. Bis dahin. Tschüss.